Ah, ich hab verkackt. Warte. Nice. Weil das der Duft ist, der Duft der Manneskraft. Oh, der riecht nach Pisse. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute haben wir mal wieder einen Special Guest hier vor Ort und zwar den Nico. Vielen Dank, dass du da bist. In English, please. Ja, wir haben heute ein beliebtes Format, das wir mit jedem schon gespielt haben. Marc war auch schon letztes Mal mit dabei. Und zwar, ich werde dir jetzt 2 Parfums geben und du musst erraten, welches besser bewertet ist auf Parfumo. Dann schauen wir mal, was du denn raten wirst. Wenn du falsch rätst, dann haben wir die Beans. Sorry, I don't understand you. Maybe you can repeat it. Aber du Warte, kannst, was muss ich noch machen? Was ist die Aufgabe? ich gebe dir jetzt 2 Parfums, okay? Ja. Ich gebe dir jetzt 2 Parfums. Ja. Und du musst erraten, welches davon besser auf Parfumo geratet ist. What the hell? So. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist mir mal wieder eine Ehre. Heartily welcome, guys. It is an absolute honor for me to sit here right next to my good friend Marc Gebauer. And today, guys, we have a very interesting format. It's about the beans. I have to rate the perfume, how it is rated on Parfumo, better or less better. Ja. Let's start. Wir starten als erstes mit PM von Producer Michael in Kollaboration mit Fragrance Du Bois. Sehr luxuriöser Duft. Oh mein Gott, der riecht ja wie Air Tiger. Der riecht wie Air Tiger? Niemals. Der riecht wie Air Tiger. Alter, der ist doch viel süßer. Was ist denn los Ja, der mit ist dir? süßer als Air Alter, Tiger, aber die Basis ist Air Tiger. Wir bleiben in Komm her, sag mir, dass ich Unrecht habe. Wir bleiben in England. Air Tiger nur mit einer Note süßer noch. Das hat Oh, das kann echt nur Air Tiger sein. Aber jetzt ohne Witz, Ähnlichkeit ist da klar. Ja, ne? Aber Air Tiger natürlich viel besser. Ja, also Das man ist viel süßer, Mann. jetzt echt süßer und deswegen auch besser. Air Tiger ist sowieso ein Drecksduft. So, Das ist ja der andere schon. Nein, Mann, das ist der Duft. Was? So, und das hier ist jetzt Amber Fougere. Moment. Da ist aber so ein. Und das hier ist von Clive Christian, auch aus England. Beide kommen aus England. Beide Düfte. Und das hier ist der andere Duft. Der entwickelt sich gerade, warte mal ganz kurz. Verstehe. Ich hab kurz das Holz da eingeatmet, um meine Nase zu neutralisieren. Wenn die Leute Staub auch wenn dabei. die Leute zum Beispiel, wenn man hier Parfum drauf sprüht und die Leute immer so machen. So, weißt du? Und ich denke mir so, hey, du hast jetzt an der Nasenspitze, du kannst danach nichts mehr riechen. This is like a common meme in the perfume industry award. Yes, correct. Guck mal, okay. die Aufgabe ist jetzt, du riechst jetzt den zweiten Duft. Okay, warte kurz. Ja. Das ist der zweite Duft. Amber Fougere von Clive Christian. So, und die Frage ist, welcher Duft ist besser geratet? Du fragst mich jetzt gerade auf Parfumo, Ja, ob genau. ein Duft von dieser No-Name-Brand gegen den berühmten Clive Christian ankommen kann. Das ist jetzt gerade deine Frage an mich. Ein Joke, oder? Producer Michael ist ein sehr, sehr netter Mann, der mir auch viel geholfen hat. Ja. Und der Duft ist auch sehr gut. Producer Michael? Producer Michael. Es gehört Producer Michael. Nicht die Parfummarke, das ist die Limited Edition von Producer Michael. Das ist sein Logo. Michael, what the hell? Why don't you tell me? Okay, ernst. Aber jetzt auch real, einfach real. Einmal ernst. Ja. Der geht in die Air Tiger Richtung, nur süßlicher in der Abrundung, okay? Es ist wirklich so. Und jeder, der was anderes sagt, beschäftigt sich nicht wirklich mit dem Thema. Der Duft hier, Hat auch was von Air Tiger, oder? der hat nichts von Air Tiger. Und das ist der klassische, nicht der klassische, der hat was leicht aquatisch, aber gleichzeitig was Udiges. Also 2 Welten, die aufeinander prallen. Das Aquatische ist, nennt man auch Fougere. Dieser Duft ist 100% besser geratet als der hier. Wir gucken nach. 6,6 gegenüber 8,4. Hast du recht. Hast tatsächlich Natürlich habe ich recht. It's Clive, bro. Clive, my brother from UK. the UK, bro. You know Birmingham last time, Clive? See you again the next time in this crazy pub. Wir machen jetzt weiter mit einer Neuerscheinung. Zum einen Schönes Flakon. Moresque gegenüber Narcotic Delight. Der ist jetzt gerade rausgekommen. Okay. Wir haben hier eine Kirschnote mit Cognac, aber das ist nicht der typische Kirschduft, sondern der ist in einer leichten... Hast du Clive mal kennengelernt? Nein, noch nicht. Okay, das ist ein sehr interessanter Duft, sag ich ganz ehrlich. Das ist, Dingens, wie heißt die Marke nochmal? Initio. Initio, genau. Und gegenüber haben wir Art Collection von Moresque Sahara Blue. Ey, also erstmal das Flakon, 10 von 10. Holy shit, was für ein geiles Flakon. So. Ob der Duft auch so gut ist? Warum reibst du das? Ich will den richtig atmen, ich will den wahrnehmen, ich will der Duft sein. Der riecht ganz anders, als das Flakon aussieht. Hast du neulich rausgekommen?
Der ist jetzt gerade Ist eine Fangfrage, weil das kann ja sein, dass er nicht bewertet wurde, weißt du, ich meine? Ach so, ich kann dir sagen, wie viele Bewertungen der hat. Also, Morest, der hier, hat 79 Bewertungen und der hier hat 177 Bewertungen. Okay, also den gibt es schon länger und der hat weniger Bewertungen als der Genau. hier, weil Inizio bekannter ist. Ja. Und jetzt willst du von mir wissen, welcher hier besser bewertet ist. Ja. Ist ja einfacher. Einfacher geht's ja nicht. Okay. Ich sag dir ganz ehrlich, allein die Tatsache, dass Inizio bekannter ist, Ja. macht es so, dass Inizio besser bewertet ist. Aber es kann auch sein, dass du viele Hater hast. Das kann sein, aber Inizio hat nicht viele Hater. Guck mal, weißt du, was das Ding bei dem Duft ist? Aber was stört dich denn hier? Da ist so. Ich muss da mal wieder raus, wenn der unerwartet kommt. Okay. Ich muss mir den jetzt mal ein bisschen aufsparen. Magst du den Duft nicht? Ich mag den nicht so sehr, nee. Ich hätte anhand von dem Flakon was Arabisches, Süßliches, Udiges erwartet. Aber es ist komplett frisch. Ich hätte jetzt gesagt, halt, weil das Flakon so blau Ja, aber es Ozean bläulich ist, Ja, aber ja. da passt das Gold nicht dazu, hätte Silber sein müssen dann. Ach so, okay. Und ich sag ganz ehrlich, der Inizio-Duft, den finde ich sehr geil. Der ist gut es ist so eine grüne Kirsche. Der hat so was Pfeffriges aber auch noch ja, mit dabei. Tabako. Der hat auch ein bisschen Tabako mit drin. Ja, genau. Haben die so ein bisschen so, die haben sich so gedacht, Kirsche und dann noch so, Bisschen Spices. bisschen Pfeffer. Ja. Der hat auf jeden Fall die besseren Bewertungen. Du gehst mit Inizio. Ja. Wir schauen nach und haben Und es ist 7,9 gegenüber 7,7. Sahara Blues besser bewertet. Mit 7,9 und Inizio hat nur 7,7. Schau nochmal nach. Damit kommen wir zur ersten, Sorry. Schau bitte nochmal nach. zur ersten Spin-Runde. Mein Lieber, bitte. Worauf landen wir? Wir landen auf. Buttercake. Genau, entweder Birthday Cake, nicht Buttercake. Birthday Cake? Ja, also Geburtstagskuchen heißt das auf Deutsch. Ach, tatsächlich. Und, oder Dirty Dishwasher. Das heißt, oder du hast den dreckigen Geschirrspüler. Ach, dreckiger Geschirrspüler geht noch. Da gibt es schlimmere Sachen, oder? Ja, finde ich auch. Fisch ist ganz schlimm für mich. Wenn Stinkt du ja das jetzt erwischen solltest. Oh, das stinkt ja jetzt schon. Ist ja widerlich. Oh, das stinkt ja voll. Hä, was ist das denn? Ja. Welche muss ich jetzt nehmen? Da, den hier. Aber das könnte auch der hier sein, oder? Kannst du aussuchen, das muss einer von den hellen sein. Oh, fuck. Komm, ich nehme den jetzt einfach. Ah, ich hab verkackt. Warte. Nein! Der kann doch normal sein. Aber geht eigentlich. Schmeckt ein bisschen wie Geschirrspüler. Ist okay? War der Geburtstagskuchen. Wie geht's Clive? Das war nicht der Geburtstagskuchen. Nee. Nee, ey, Okay. mach mal weiter weg, weil das stinkt echt nach Wir machen weiter mit dem nächsten Parfum und zwar haben wir jetzt wirklich was Experimentelles. Und zwar Sadonaso von Naso. Sadomaso. Sadonaso. Da waren sie ganz lustig. Ja. Ich habe tatsächlich von Baraondas, von der Marke. Baron, das ist der bestbewerteste Duft, glaube ich. Das ist tatsächlich auch wirklich ein unfassbar guter Weihrauchduft. Den mag ich echt gerne. Schön, 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 schön. So. Vielen, vielen Dank dir. So, wir fangen an mit Sadonaso. Sadonaso ist der letzte Release von dem Hersteller. Die kommen, glaube ich, aus Holland. Und ja, der Duft ist sehr artistisch. Und den Duft, den wir jetzt als nächstes haben, ist von Otto Parisi mein Lieblingsduft. Wenn du den Text dir durchliest, soll ich den Text kurz durchlesen? Da hat jemand sogar gefragt, ob man sich den auf das Ding sprühen soll. Weil das der Duft ist der Duft der Manneskraft. Ich rieche jetzt erstmal den. Riech erstmal den hier. Ich finde es gut, dass wir jetzt noch in die Sexbranche einsteigen. Erstmal rieche ich Sadonaso. Und natürlich stelle ich mir direkt irgendeine Frau in Lederoutfit vor. Oh, der riecht nach Pisse. Ist das diese Art von Fetisch bei dem Duft? Nein. Der hat Pissnoten drin. Marc, Hör auf, Alter, Komm. hör auf! komm bitte kurz her. Marc. Er hat sie dieses Urinalmäßige leicht angedeutet drin. Laber ich oder ist es so? Ja, ein bisschen. Das ist halt schon ein heftiger Front, ne, für so einen Duft. Es ist ein Front, aber was soll ich machen? Ich habe hier noch mal die Bestätigung. Ja, der riecht wirklich leicht nach Pisse, Alter. Okay, wie dem auch sei. Ich glaube, der ist super bewertet. Nimm den. Okay, da gegenüber. Und wir haben jetzt hier Veride. Soll ich dir das kurz vorlesen, oder? Lies mal gerne vor. Ich hoffe, es erwartet mich nicht gleich die andere Geschichte hier. Ja, wir haben so diesen Vibe von dieser Gaststätten-Toilette, haben wir da noch mal so ein bisschen in den Duft mit eingebracht. Der Duft verkauft sich safe übelst gut nach dem Video. Und ich glaube, den werden mich auf eine Blockliste setzen. Für diesen Typen nie wieder bauen lassen. Erleben Sie die lebendige Kraft von Viride, ein Duft aus dem Hause Otto Parisi, dessen Namen aus dem Lateinischen stammt und schlicht grün bedeutet. Die Komposition von Virilität des Grün verkörpert, lädt eine Verbindung zu der lebendigen Natur und der männlichen Stärke zu entdecken. Und dann geht es so weiter und so weiter. Es geht um Männlichkeit. Das ist quasi das Synonym für Männlichkeit. Heißt Veride grün? Viride heißt irgendwas mit Männlichkeit. Ich rieche jetzt, okay? Yes. Es riecht nach Schwanz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, Spaß, okay? Ich feiere den Duft wirklich.
Ich mag den gerne. Der ist nicht schlecht, ja. Ja? Also der ist so ein frischer Duft einfach so. Aber ich muss tatsächlich sagen, haut mich jetzt nicht aus den Socken. Das riecht ehrlich gesagt relativ, nicht, ich will jetzt nicht sagen standardmäßig, aber also wie du den jetzt angepriesen hast und dass der jetzt auch grün ist und so, der hat natürlich ganz klar die besseren Bewertungen. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Also und wenn der hier besser bewertet ist, Riech Leute, bitte nochmal an den. dann hast du, glaube ich, auf Parfum ein bisschen zu viele Fetischisten. Riech jetzt nochmal den anderen. Wirklich Pisse. Wirklich, kein Scheiß. Es tut mir wirklich leid, aber da sind Nuancen von Pisse drin. Es tut mir wirklich leid. Ich muss auch wirklich sagen, Baraondas, einer meiner Fave-Düfte, wirklich von der Marke. Aber es tut mir leid und ich kann da leider kein Blatt vom Mund nehmen. Ich bin so, wie ich bin. Aber da sind leichte Pissnoten drin. Es tut mir leid. Es ist leider so. Wie oft willst du es wiederholen? Ist okay. So, wir haben 6,6 gegenüber 7,6. Schon eine eindeutige Entscheidung und du hast recht. Tatsächlich ist der hier besser geratet und der andere ist mit 6,6 dabei. Der andere ist mit 6,6 nochmal gut davon gekommen, Alter. Sag's bitte nochmal, wonach riecht der? Nee, also ohne Scheiß, ich muss echt sagen, fantastisch. So, wir machen weiter mit Bond Number 9, Bleecker Street. Ey, Marc, ich feiere jetzt, dass du so viele neue Flakons gerade hier da hast. Noch nie gesehen. Nee, Das sieht aus wie so ein Männchen, das so macht. das ist ein Stern. Achso. Das ist ein Stern. Und zwar, sehr interessant, Erzähl mal was dazu, bitte. tatsächlich ist es der zweite Tag, an dem ich die Düfte da habe. Ich muss selber nachlesen. Ich habe den noch nicht, die sind ganz frisch da. Very excited for this one. Bleecker Street, Bond Number 9. Sehr alkoholisch. Sehr frisch, sehr aquatisch. Wir haben hier drin Veilchen, Cassis, Thymian, Zedernholz, Zimt. Was geil ist bei dem Flakon, wenn man länger auf diese Zacken hier schaut, hat es was Paralysierendes, weißt du, was ich meine? Ja, also der Text steht hier, die Parfumwelt folgt der Mode. Als die Bleecker Street zum heißen Tipp für Designermode avancierte, reagierte Bond Number 9 auf ultramoderne Duft-Dings. Ja. Und deswegen ist das ja. Gegenüber haben wir diesen Duft hier, und zwar eine Neuerscheinung von vor ein paar Monaten. Melting Lust von Emile Elise. Melting what? Melting Lust. Lust? Ja, also Lust. Das heißt Lust auf Englisch? Ja. Melting Lust? Ja. Schmelzende Lust? Genau, und hier haben wir, merkst du schon, Kirsche drin, Rumnote. Das ist was für mich. Das ist dein Duft, ne? Ich muss auch sagen, mir gefällt der Duft sehr, sehr gut. Super angenehm, schöne Noten, mag ich sehr, sehr gerne. Und jetzt sage ich dir eine Sache, die ich glaube. Ich glaube trotzdem, dass dieser Duft hier besser bewertet ist. Ey, crazy, guck mal, die haben auf die Rückseite von diesem Dings hier so drauf gekackt. Sorry. Heute geht's echt mit mir durch. Die haben da so Cherry-Dinger drauf gemacht, glaube ich. So wie abgestriffen sieht es aus. Ja. So Farbe. Und das sieht man hier auf der Rückseite. Unfassbar. Also guck mal, ich sag's mal so. Der Duft hier, okay, der Bleecker Street Bond Number 9. Das ist so ein ganz klassischer, frischer, aquatischer Duft. Zedernholz, nicht viele Noten drin, sehr in eine Richtung gehend. Gut, aber. Damit machst du nichts falsch. Der Duft hingegen, der ist sehr gut, ich mag den gerne. Aber dieses kirschige, zimtige ist dann vielleicht doch nicht für jedermann was. Deswegen sage ich, dass der hier besser bewertet ist, der Bleecker Street Bond Number 9. Also, den Bleecker Street gibt es seit 2005 und Emile Elise seit 2023. Melting Lust. Bleibst du bei deiner Wahl? 7,5 gegenüber 7,6. Ganz knapp aufgeschlossen. Hast du tatsächlich recht. Hast du recht. Es ist so krass, Alter, dass ich Hast du sowas recht. weiß. Ich wusste, dass die nah beieinander liegen. Ja. Und ich wusste natürlich auch, dass die nur 0,1 voneinander entfernt sind. Und ich wusste natürlich auch, dass der bessere ist. Interessant, interessant. Wir machen jetzt weiter mit einer neuen Marke und zwar Le Primordial Superfluid Ambra. Neu bei dir oder neu generell? Bei mir neu. Diese Marke ist aus Frankreich und arbeitet mit sehr spannenden Inhaltsstoffen. Ich kann dir jetzt schon sagen, nur anhand von dem Namen, dass er mir gefallen wird, der Duft. Ja? Ja, ich glaube auch. Meinst du nicht? Ich glaube, beide werden dir gefallen. Doch, ja, das ist gut. Das ist gut, ne? Das ist gut, ja. Gegenüber haben wir den Duft, den ich heute Morgen drauf hatte oder vielmehr präsentiert habe, Digga. und zwar Dates Delight. Heftiges Flakon. Heftiges Flakon, House of Oud. Muss da oben auch mal gucken, da haben wir noch mehrere. Hier haben wir drin Datteln, Honig, ein paar Hölzer I like that. und fruchtige Noten. Du riechst. Er ist weg. Mach nochmal drauf, bitte. Na, riecht den doch. War gerade weg bei mir. Ja? Ah, okay, da Ach, kommt. das ist die Bordel. Das ist die Bottle. Was denkst du denn? Ich dachte, das untere ist die Bordel. Nee. Wow, der ist gut. Der ist heftig, ne? Mir hat der auch sehr gut gefallen. Zeig mal den hier. Ja, der hat nicht die Tiefe, der ist auch gut, aber nicht die Tiefe. Jetzt die Frage, diese Parfumo-Leute sind immer so ein bisschen so verrückt im Kopf, ne? Ja, geht. Also, ich gebe dir nochmal einen Tipp. 2016 ist House of Oud rausgekommen und der hier ist rausgekommen 2019. Jetzt weiß ich mehr. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, dieser Stein hier, Ja. sage ich, hat die besseren Bewertungen. 285 Bewertungen gegenüber 142 Bewertungen und tatsächlich beide sind
gleich gut bewertet worden. Ja, okay. Ich wollte dir ich hatte Angst, dass du die ganze Zeit, weil bei Marc musste 3-4 Mal essen. Ich hatte gedacht, dass du auch jetzt mehr daneben liegst. Darum wollte ich dir den Punkt schenken. Aber verstehst du eine Sache, wie ich auch gezögert habe? Ja. Ja, weil die waren beide gut. Ja, ja. Verstehst du? Beide sind auch sehr gut. Die sind beide wirklich gut. Aber durch die Flasche natürlich lebt er auch ein bisschen, muss man sagen. Boah, ich glaube, der kommt echt krass, weil der entwickelt sich gerade auch hier auf dem Papier schon in ganz viele verschiedene Richtungen. Ja, ne? Feiere ich sehr. So, dann machen wir weiter mit dem letzten Duft und hier wird's verrückt. Und zwar Alexandra J. Der Duft heißt Safa Oud Vanille. Wird wahrscheinlich auch ein Thema sein, was dir sehr gut gefallen wird. Gegenüber einem Panadora-Duft. Und der Panadora-Duft ist nicht das, was du erwartest. Das sage ich dir aber. Ich bin gespannt. So, der Duft ist Eau de Parfum. 130 € oder was bist du dabei? Ja. Vanille, Oud, so ein bisschen mit drin. Yes. Und sonst haben wir hier die Limited Edition. Ich glaube 1000 Stück oder was haben die dafür gemacht? Jetzt steig mal hier ein. So, ja. Jetzt ist die Frage. Was ist besser bewertet? Was sagst du zu dem Panadora-Duft? Ich glaube nicht, dass er dir gefallen wird, oder? Der wird jetzt zu stark sein. Oder? Was sagst du? Slytherin. Hufflepuff. Ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist. Ich weiß nicht, was mit dem Ravenclaw. Und? Okay, bleiben wir ernst. Okay. Ja, reiß dich mal bitte zusammen. Wir machen hier ein Parfum-Video. Der Panadora-Duft riecht original nach einem Whisky, der geräuchert wurde, okay? Also nach Räucherwhisky. Gibt es ja wirklich. Ja. Geräucherten Whisky. Gebrannt mit Torf, meinst du so? Genau, getauft. Ja. Ja. Getorfter Whisky. Und hier haben wir getauftes Panadora. So, ich sage jetzt eine Sache. Entweder das ist eine Fangfrage und du willst, dass ich automatisch diesen Duft sage. Aber ist der doch besser bewertet? Aber ich glaube, es ist keine Fangfrage. Weil für mich ist ganz klar, dass die wenigsten Leute mit einem verbrannten Duft rumlaufen wollen. Das geht in die Richtung von unserem Grillwürstchen-Duft, ne? Nein, so krass jetzt auch nicht. Ja, aber es geht in die Richtung. Ja, geht in die Richtung. Ist schon. Anders, ja, aber es geht in diese verbrannte Richtung. Der hier ist natürlich wesentlich einfacher zu greifen. Ich finde den auch nicht so stark, weil da ist wieder, glaube ich, Magnolie drin, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwas habe ich ein Problem mit Magnolie. Das hat sowas, wenn ich dir Magnolie beschreiben soll, dann ist Magnolie, kommt, das pusht den Duft, okay, und dann ist wie so eine Wand. Und die Magnolie, die hält es einfach davon ab. Verstehst du? Magnolie ist kein, ich persönlich mag keine Magnolie. Ich sag, die beiden liegen gut auseinander. Die liegen Minimum 1,5 Punkte auseinander. Und ich sag, der ist vorne. Wir schauen nach. Wir haben 7,4 gegenüber 7,1. Scheiße. Und du hast recht, Mann. Der ist besser bewertet mit 7,4. Digga, aber dass der 7,1 kriegt, ist crazy. Also bewerten die Leute anhand von ihrem persönlichen Geschmack oder wirklich nur anhand von... Persönlichen Geschmack. Und 7,1 ist ja schon eine gute Bewertung, oder? Ja, schon. Das kriegt 7,1? Ja. Wer trägt das? Ich habe noch nie jemanden gerochen, der so verbrannt gerochen hat. Noch nie. Ja. Oder hast du jemanden gerochen, der verbrannt riecht? Nee, jetzt mal, ich zeige dir mal kurz den Duft und das ist eine 7,1. Getorft. Den würdest du tragen. Oder entwickelt der sich auf der Haut anders? Bestimmt. Ich muss sagen, du hast dich sehr, sehr stark. Du bist eigentlich derjenige, der es am meisten richtig gelegen hat. Selbst Revi hat nicht so viel richtig. Das Lustige ist, bei mir, du denkst ja immer, mein Parfumgerede ist so Scheißgelaber. Nee, ich weiß, du hast schon eine Aber feine. es verbirgt sich viel dahinter. Ja, du hast schon eine feine Dieses Nase. Parfum-Knowledge bei mir geht in die Tiefe. Ja, ja, ja. Ja. Selbst Na, Also Revi hat, Revi Dass ist... der überhaupt einen Duft richtig hat, ist schon. Ja. Warum filmst du nicht mit der Kamera? an dieser Stelle, wir sind am Ende angekommen. Das Hey, war's schon. Zum Glück muss ich nur eins von diesen Scheißdingern Du kannst essen. natürlich noch eins, wenn du möchtest. Ey, nee, danke schön, Möchtest passt. du noch Aber eins? eine Sache würde ich ganz gerne gerade aufmerksam machen. Und zwar, wir haben bei uns im Onlineshop noch verschiedene Bundles. Heute gibt es kein Gold, aber es gibt für euch spezielle Dinge. Und So, zwar... es gibt Gold. Gibt's Gold-Bundles Ja, immer noch? ja, gibt's. Super. Aber die laufen tatsächlich nicht so gut, deswegen, was ist da los, Leute? Erzählt mir noch bitte mal ganz kurz, was haben wir gerade im Angebot? Das Video kommt ja erst am Montag. Das heißt, heute habt ihr leider nichts zum Shoppen in speziellen Bundle-Deals. Aber die Düfte gibt es ja wohl. Die Düfte gibt's. Ich spreche jetzt eine persönliche Empfehlung aus. Also wirklich an alle Leute, die so ticken wie ich. Ich hoffe, man kann es anhand von dem Video ungefähr rauslesen, wie mein Geschmack ist. Live, greetings going out. Ich möchte euch empfehlen, diesen Duft einmal, okay? Greetings going out. Einmal sehr komisches Flakon, aber geil. Und vor allem, man denkt erst, hier ist der Duft drin, aber das ist der Deckel. Das heißt also, hier ist das Flakon. Ganz, ganz komisch und verschickt gelöst, aber geil. Und es sieht ein bisschen aus wie eine Muschel, oder? Ja, so ein Ei. Halt eine Muschel, ja, kann auch sein. Eine ja, Muschel, ja. Weil ein Ei ist ja nicht flach. Ja, das stimmt. Dieser Duft ist wirklich sehr, sehr gut. Überraschend gut. Dieser Duft hier von Ambre? Le
Leo Pramordellas. Sehr, sehr guter Duft. Mit dem macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Und dann würde ich sagen, meine Nummer 3, die ich euch für heute empfehle, ist wahrscheinlich der Initio-Duft hier, der neu rausgekommen ist. Narcotic Delight. Narcotic Delight, damit, das riecht nach so einer geilen, blonden mit roten Lippenstift. Das ist sehr, sehr geil. Würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall mal austesten, der neue Initio-Duft. Haut rein. Bis bald.